Look, it's the Duke's son. No, that's Satan's son. Hang it from the gibbet! Die, heretic. Kill him! Dwellers of Villa de Fontenegra, behold the power of the Inquisition! No son of Satan will ever escape the wrath of God. Not even he who hides in noble garments. Shut up, you murdering swine! I'll give you good reason to squeal when I start torturing you. I haven't saved your life. So, hallo und herzlich willkommen bei Yesterday Origin. Ein Spiel von spanischen Entwicklern, erfolgt mit Clickadventure. Und da sind wir hier, im Kerker. Angekettet. Weil wir wohl der Sohn des Satans sind. Dann wollen wir mal los. Ich musste gleich die Musiklautstärke ein bisschen nach unten drehen, weil ich habe gestern schon einen Teststream gemacht und da war die Musik recht laut auf YouTube. Okay, ja. Wie schon gesagt, ich habe das Spiel ein bisschen angespielt. Ansonsten brauche ich eigentlich immer ein bisschen länger mit diesem Spiel, weil ich wirklich alles anschauen muss. 10-mal anschauen muss, weil ich dann doch wieder was übersehen habe. Und dann irgendwann komme ich dann. Wir werden mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. Aber jetzt mal los. Getrocknetes Blut eines ehemaligen Gastes dieser Zelle. Schön. Du solltest besser beten, zu Gott oder zum Teufel, du hast die Wahl, dass zukünftige Gäste nicht auch deines hier unten finden werden. Ob vielleicht darin ist, um deinen Durst zu lindern? Leider wirst du das erst erfahren, wenn du dich dieser Ketten erledigt hast. Du hast dieses Symbol noch nie zuvor gesehen, doch du erkennst es sofort. Heißt es etwa, dass du der Sohn des Teufels bist? Pentagramm. Pentagramm? Dieser Fetzen ist ein Edelmann wie dir nicht würdig. Zumal du ihn wegen der Ketten nicht erreichen könntest. Irgendjemand muss von oben auf dich herabschauen, denn wenn du dich unter dem Licht bewegst, Alonso, der Sohn des Kochs deines Vaters. Vor 2 Wochen verließ er das Haus des Fürsten, um sein Glück zu machen. Nun, wenn er irgendwas gemacht haben sollte, dann gewiss nicht sein Glück. Ja. Am einen Ende des Seils der Tod, am anderen Ende die Freiheit. Armer Alonso, vor ungefähr 3 Jahren wurdet ihr dabei erwischt, wie ihr zum Scherze die Kleider vertauscht. Dein Vater wies dich zurecht. Alonso konnte tagelang nicht mehr sitzen. Kein Puls, doch die Haut ist noch nicht völlig erkaltet.
Wenn wir Hinweise finden, die wir später im Spiel noch gebrauchen können oder nützlich sein sollten, erscheinen sie dann unten auf der Leiste. Ich zeige euch das nachher nochmal und dann können wir das später dann noch verwenden. Das haben wir schon. Hier. Oh. Seil. Wenn du jetzt fließt, wirst du für den Rest deines Lebens verfolgt werden. Bevor du also über jenes Seil dort kletterst, solltest du sicher gehen, dass dir dies nicht widerfahren wird. Der kann ja eh nicht jetzt. Weg, ich bin noch angesetzt. Gucken wir mal den armen Alonso an. Obwohl er etwas älter als du ist, war, ist Alonso so groß und so schwer wie du. Wie ist er gestorben? War er krank? Schlag dir all deine Fragen aus dem Kopf und frohlocke, er ist tot, damit du leben kannst. Ja, okay. Kein Puls, doch die Haut ist noch nicht völlig erkaltet. Eine Rolle Pergament, seltsam schwer. Das haben wir jetzt im Inventar. Das schauen wir uns später an. Ein roter Beutel. Du öffnest vorsichtig den Beutel. Was sich darin befindet, muss mit Umsicht behandelt werden. Eine fuentangranische Damenkröte mit Drüsen auf dem Rücken, deren giftiger Schleim Halluzinationen hervorruft. Ja, okay, hier unten haben wir zum einen Kleider. Das heißt, das, was wir vorher einen Hinweis erfahren haben, wird hier jetzt nochmal erwähnt. Dann hier das Pergament, das wir uns dann auch anschauen können. Was auch immer das sein mag, es ist durch das Loch oben gefallen oder geworfen worden und es ist schwer. Dann öffnen wir das mal. Können das hier so drehen. Der Sohn des Fürstes muss sterben, der Sohn des Teufels muss leben. Das ist Latein, du hast noch nie gelernt, das zu lesen, doch jetzt kannst du es verstehen. Und dann sowas wie eine Brechstange. Ein kleiner Gegenstand aus Metall, der vielleicht dorthin geworfen wurde, um dir bei deiner Flucht zu helfen. Die Frage ist, wie? Und dann hier, was ist das denn? Schraubstock. Ein Folterwerkzeug, das als Schraubstock bekannt ist. Nett. Squeaky. Du solltest dem Heiler danken. Ohne sein Geschrei würdest du immer noch schlafen. Wenn die Gedanken an den Kopf und Schinken, läuft dir das Wasser im Munde zusammen. Wie viele Stunden sind seit deiner letzten Mahlzeit verstrichen? Hey, du trägst die gleiche Art von Ketten. Schimpft die Inquisition dich ein Schwein? Was hat das Schwein verbrochen? Das ist auch hier angegeben. Du könntest diese Eisenstange als Waffe einsetzen, wenn es hart auf hart käme. Wenn du das willst, musst du dich zuerst von diesen Ketten befreien. Und gucken mal, wer da ist. Ja, der Folterknecht. Den reden wir später, jetzt gucken wir mal. Ist alles an? Heute Morgen sind die Wachen der Inquisition zu deinem Vater gekommen, dem Fürsten. Sie haben in der Last der Inquisition verlesen, dass sie dich als Gefangenen mitzunehmen haben und dir vorgeworfen werde, du seist des Teufels Sohn. Jemand hatte ihnen erzählt, du könntest jede fremde Sprache lesen, schreiben und sprechen. Dann zeigte dir dein derzeitiger Kerkermeister eine Kapuze mit Hörnern und dein Kreuzweg begann.
eigentlich das Geweih eines Hirsches. Es sollte ein Symbol Satans sein, aber ein Hirschgeweih lässt dich die neuen Welten betreten. Die 9 Äste eines Baumes namens Yggdrasil. Du weißt nicht mehr, wann du das gelesen hast. Dir scheint, dass du es einfach weißt. Ja, nochmal. Ein Hirschgeweih lässt dich die 9 Welten betreten. Die 9 Äste eines Baumes namens Yggdrasil. Ein Krähenschnabel. Wenn die Taube heilig ist, so ist die Krähe das Gegenteil. Mehr als einmal hast du dich beim Spielen in den fürstlichen Feldern an Brombeeren gestochen. Sollte deine Flucht scheitern, würde dich der gleiche Schmerz erwarten, nur 1000-mal stärker. Oh ja, und blutet bestimmt auch viel mehr. Die Fahne. Das Banner der spanischen Inquisition. Toll. Du weißt noch, wie du diese Treppe dort von der Wache heruntergestoßen wurdest. Du weißt noch, wie du die Treppe heruntergestolpert bist. Du erinnerst dich noch an den Geschmack deines eigenen Blutes. Bier. Wie kann die Wache so viel trinken, ohne das Bewusstsein zu verlieren? Ubaldino de Malunies, Kerkermeister, Folterknecht und Henker der spanischen Inquisition. Schön, eine Bekanntschaft zu machen. Gucken wir ihn mal an. Fangen hier oben an. Eine Narbe verläuft über sein Gesicht. Was für ein Mann kann eine solche Wunde überleben? Der Schwabbelbauch. Rote Flecken, was die Arbeit halt so mit sich bringt. Becher. Er trinkt, als gäbe es kein Morgen mehr. Naja, ich glaube, wenn du diesen Beruf ausüben musst, dann musst du das ja irgendwie betäuben. Musst du dich irgendwie betäuben. Dein Kopf würde in diese Schnalle passen. Wie viele dieser Hände wohl schon zu Tode gewirkt haben? Ja, das willst du gar nicht wissen. Dann quatschen wir mal mit ihm. Du nimmst all deinen Mut zusammen, bevor du deinen Kerkermeister ansprichst. Im Namen des Fürsten fordern oder mit der Reichtüre bestechen. Ja. Ich glaube, im Namen des Fürstes fordern kratzt bei dem gar nicht. Wir probieren ihn mal. Vielleicht können wir ihn mit Bier bestechen oder sowas. My name is Miguel de Castro, son of the Duke of Fuentenegro. If you help me escape, my father will reward you with gold. Thanks for your offer, Don Miguel, but that's not going to happen. The Inquisition accuses you of being a son of Satan because of your ability to understand all languages. For this reason, your father has been forced to disown you. Diese Neuigkeiten treffen dich härter als die Steine aus der Menge. Du hast alles verloren. Dein Vater, deine Mutter, dein Zuhause, deine Kleider, deine Zukunft. Nein, du klammerst dich an deinen Willen und deinen Verstand. Reiß dich zusammen, du kommst hier schon noch raus. I am not Satan's son. I believe you, Miguel. I do. But unfortunately for you, my opinion is of no importance. Unlike the cretins in this superstitious village, I don't believe in the existence of God or the devil. Then the Inquisition will be very happy to hear about your absence of faith. You'll be pleased to know that this is exactly why the Inquisition hired me. So many prisoners down here threaten me with their satanic powers. A superstitious man would have fallen prey already.
Oh, for God's sake, have mercy on me. A moment ago, you wanted to report me to the Inquisition. If my soul had any room for mercy, it wouldn't be for you. You drink all the time. Why aren't you drunk by now? He who has soldiered long enough becomes immune to alcohol. And crab lice, for that matter, Don Miguel. There are things a man does to forget what he did today and face what he'll do tomorrow. Ja. Are you going to torture me? Yes, I am. They'll ask questions you have no answer for. Like all prisoners, you'll hang on to a vain hope of survival. It'll take you hours to confess. With a little bit of luck, I'll get to use all my instruments on you. How does the boot work? You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. That sarcophagus beside the door is an Iron Maiden, right? Yes. You put the prisoner inside and close the door very slowly. Oh, the agony is long and extremely painful. There's a wooden board with holes in my cell. What's it for? It amazes me that you've never seen the stocks before. The Duke, your former father, must have used it on his vassals very often. Right, the head goes in the big opening, your arms or legs in the small ones. Then it's taken to the public square for public scorn. What else can you tell me about the stocks? Well, the stocks is a free torture instrument invented by Sir Richard Stockman. He believes that torture is a common good, a space of possibilities that should be open to the community's creativity. This way, everyone can modify the prisoner's state by forking him or distributing his individuality over him, usually in the shape of fluids, if you take my meaning. What kind of torture are you going to use on me? Good question. I'll start slow and tender. Toothpicks under your nails, small cuts in your eyelids. Then I'll slowly push the intensity. But as I said, I like you. So confess quickly and you'll avoid most of my torture. You said Vilar de Fuentenegra is a superstitious village. As soon as the word spread that you can understand every language, your neighbors denounced you to the Inquisition. Why is there a hog in my cell? Like you, it awaits its turn to be tortured and judged. If only it would wait in silence. What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. The monk who took care of it cut himself with a farming tool. The pig smelled the blood, went wild, and ate him. That's murder, not sacrilege. Ah, were it only a murder, it wouldn't be judged by the Inquisition, but by your former father. The monk had just received communion, you see. According to the church, he had Christ's body inside him. So the hog received communion by eating the monk. And as we all know, taking communion without being baptized is a sacrilege. One common of demons. It's total foolishness, but ours is a foolish world. Are you crazy? How can the Inquisition judge an animal? This isn't the first time. Months ago, a bunch of termites were judged. They had eaten an altarpiece. The French Inquisition, on its side, got a hog to confess a crime after torturing it for days. That really is crazy. Oh, the Inquisition is a magnificent craze. In any case, once you get to know my methods, you will be sure I can coax a confession out of the most silent of stones.
Und die sind wirklich verrückt. So then, you're going to torture a hog? I will admit, it's not as satisfying as torturing a human being, but we all must do things we don't really like. As soon as I finish with you, I'll start on it. Das arme Schwein. But if the noise that the hog makes annoys you, how will you be able to torture it? It's true that the crying of a baby would disturb my dreams, but the cries of a baby being torn apart by my own hands would embellish them. That scar on your face? It's the longest one I've ever seen. A gift from battle, from a soldier of that usurper Don Juan of Portugal. He was taken prisoner. I recognized him and tortured him savagely until death. I owe him my current vocation. Who was in my cell before me? A simpleton who satisfied his onanist impulses during vigil mass. The idiot couldn't understand what he was accused of. He didn't have a clue what to confess. Shame, really. Wahrscheinlich, weil er nichts gemacht hat. Okay, ja, das ist gefragt. Gehen wir wieder mal zurück in die Zelle. Da hinten, das habe ich Ihnen nicht gezeigt, der Pranger. Nochmal anschauen. Und selbst können wir dann auch noch anschauen. Wer bist du nur wirklich, Miguel? Der Sohn des Fürstens von Tenebra oder ein Nachkomme Satans? Im Gegensatz zu deinem fürstlichen Schlafgemach gibt es hier unten keine Spiegel. Doch wirst du dich gewiss jetzt nicht selbst sehen, glaube mir. Heruntergestoßen, geschleift, gesteinigt. Deine einst so eleganten Gewänder sind nunmehr noch Lumpen. Deine Fähigkeit, die linke so gut wie die rechte benutzen zu können, ist einer der Gründe, warum du hier unten bist. Schmerzt das? Daran solltest du dich gewöhnen. Daran solltest du dich wohl besser gewöhnen, denn von nun an wirst du weiters mehr Zeit auf den Knien als im Stehen verbringen. Falls du dir vorgenommen haben solltest, am Leben zu bleiben, zuerst solltest du dich besser von deinen Ketten befreien. Machen wir doch das mal. Probieren das mal mit dem. Du meinst, das könnte ein Schlüssel sein, also steckst du ihn in das Schloss an den Ketten und... So, jetzt können wir uns eher in der Zelle bewegen. So, den Pranger hier wollte ich noch zeigen. Aber man kann hier nichts machen. Dann die Eisenstange. Nehmen wir die mal mit. Als du sie an dich nimmst, betest du, dass du sie niemals wirst einsetzen müssen. Altes Kupfer. Kleine Flämmchen, die schon bald verlöschen werden. Die verlöschenden Flammen sind nicht heiß genug, um den gewaltigen Kessel zu erhitzen. Er ist leer, er riecht aber nach Öl. Wer weiß schon, für welche Grausamkeiten er benutzt wurde. Vielleicht wollen die das Schwein da innen braten. Keine Ahnung, das arme Vieh. Obwohl er nicht so purentief rein ist wie die Taschentücher, die du sonst deine adlige Nase entleerst, nimmst du ihn an dich. Okay. Ja, den Krug. Er ist leer und wird deinen Durst nicht stillen, doch du nimmst ihn an dich.
wenn der Keiler gefährlich ist. Das ist ein mörderischer Keiler. Wenn du den entfesselst und er kein anderes Opfer findet, wird er dich angreifen. Das stimmt. Dann lassen wir ihn lieber mal schlafen. Ja, wie können wir nochmal neue Sachen fragen? Are you going to torture me? Yes, I am. They'll ask questions you have no... It'll take you hours to confess. There was oil inside the cauldron in my cell, wasn't there? The usual procedure is to boil the oil and then pour it over the prisoner. I prefer to combine it with metal funnels to fill his orifices. Vor Jahren hast du mal den Rücken einer Narbenkröte berührt und danach für Stunden an Feen und Elfen geglaubt. Okay, wir müssen jetzt irgendwie halt den Kerkermeister so ablecken, dass wir Kleider tauschen können und fliehen können. Und da ergibt sich ja die Möglichkeit, mit dem Frosch ihn zu täuben oder in Halluzinationen zu versetzen. Ich könnte ja versuchen, den Frosch ins Papierfach zu werfen. Geht nicht. Okay, dann muss ich andere Möglichkeit. Können ja ihm ein tolles Bier anbieten. Ist nicht so sauber wie in dem Palast der Einstein zu Hause war, doch wenn Wasser darin wäre, wirst du es trinken, ohne groß nachzudenken. Dieses Zeichen erinnert dich an etwas, doch es fällt dir einfach nicht ein. Sie müssen zufällig entstanden sein. Wenn du mit der giftigen Kröte den Humpen einreibst und jemand dann daraus trinkt, wird er von schaurigen Visionen heimgesucht werden. Warum solltest du so etwas tun wollen? Ja, und jetzt haben wir eine der Hinweise hier benutzen. Der arme Frosch. Gut, jetzt haben wir den Bierkrug mit dem Gift eingeschmiert. Jetzt richten wir ihn noch an den Kerkermeister bringen. Dann können wir das Schwein irgendwie quieken. Oh, die Haut des Keilers ist so dick, dass er das gar nicht spürt. Schon das Wetter mit voller Kraft, doch die Haut des Keilers ist so dick, dass er aufprallt, ohne dass er die Teile davon auch nur noch hat. Ja. Jetzt muss ich was Gemeines tun. Schweinchen, ich entschuldige mich jetzt schon. Hier die Metallstange. Du hältst die spitz, doch sie wird bald wieder erkalten. Dann muss ich zum armen Ferdinand, ich nenne ihn jetzt mal Ferdinand. Und muss ihn pieksen. Dieser Eisenschnur. Shut up, you bloody swine!
Wache nach dem Pfeiler wirft. Werden wir jetzt tauschen. Du vergewissest dich, dass die Wache gerade nicht hinzieht und hast schnell die Humpen aus. Zack, zack, simsalabim. Du hörst Schritte, die Wache darf nicht sehen, dass du dich deiner Ketten entledigt hast. Also, Bloody hell. What? I like it. I like it. Okay, gut. Bloody hell. What? I like it. Sein Blick. Können wir noch mal mit ihm sprechen? Nein, gibt es keine neuen Möglichkeiten. Gehen wir wieder zurück. Gut, und dann ich mal das hier an mich, der Schraubstock. Das in deiner Hand, das in der deiner Bewacher. Ja. Gut, und dann werde ich den Stream kurz unterbrechen, so damit die Folge nicht zu lang wird. Und dann sehen wir uns bald wieder.